Willkommen. Kennt ihr Rosi Lilienfeld? Sie war eine expressionistische Malerin in einer Zeit, in der Frauen in der Kunst kaum wahrgenommen wurden und in den Jüdinnen bald um ihr Leben fürchten mussten. Sie kämpfte gegen gesellschaftliche Grenzen, gegen Krankheit und gegen den heraufziehenden Hass. Ihre Kunst war ihr Atem, ihr Überleben. Doch ihr Weg endete im Lager Auschwitz. Schauen wir uns ihren Lebensweg an. Sie wurde 1896 in Frankfurt am Main-Westend geboren. Sie wuchs bei ihrem Vater, einem Börsenmakler, ihrer Stiefmutter Minnie und mit 2 Geschwistern in einem gut situierten Haushalt auf. Mit 19 Jahren arbeitete sie während des Ersten Weltkrieges als Pflegerin und entschied sich 1918 nach Kriegsende als Künstlerin tätig zu werden. Sie mietete ein Atelier im Städelschen Kunstinstitut und studierte bei Ugi Battenberg, wurde als Malerin, Zeichnerin und Holzbildhauerin Teil der Frankfurter Künstlerschaft, litt aber seit Anfang der 1920er Jahre an manisch-depressiven Zuständen und war mehrfach klinisch behandelt. Sie illustrierte nicht nur Texte großer Schriftsteller wie Edgar Allan Poe, Dostojewski und Kafka, sondern schrieb und bebilderte auch eine eigene, heute verschollene Novelle mit dem Titel »Das Reich ohne Tag«. 1935 veröffentlichte sie schließlich ihr eigenes Buch »Bilder zur Legende des Balschem«. Doch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten verliert sie alles. Ihr Atelier, ihre Existenz, ihre Sicherheit. 1939 flieht sie mit ihrer Mutter Minnie in die Niederlande und wurde 1942 in Utrecht verhaftet und mit 46 Jahren im Lager Auschwitz 2 Tage nach ihrer Ankunft ermordet. Leider gelten ihre meisten Werke als verschollen. Nur wenige Zeichnungen überdauerten, heimlich gerettet. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil war expressionistisch geprägt, mit starken Linien, intensiven Kontrasten und einer emotional aufgeladenen Darstellung urbaner Szenen. Im Verlauf ihrer künstlerischen Entwicklung wandelte sie sich von anfänglich postimpressionistischen Stadtansichten über eine zunehmend expressionistische Zeichensprache hin zu konzentrierten Illustrationsserien zu literarischen und religiösen Themen. Zu ihren bevorzugten Motiven gehörten Frankfurter Stadtlandschaften, Straßenszenen, industrialisierte Ansichten, aber auch Illustrationen zu jüdisch-mystischen Legenden und literarischen Werken, in denen Reales und Irreales miteinander verschmolzen. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen Eiserner Steg Frankfurt, ein Bild der Stadt als vibrierendes, einsames Wesen, die Illustrationen zu Hiob von Josef Roth, eine Meditation über Leid und Glauben und Bilder zur Legende des Balschem. Ihr Meisterwerk, in dem Kunst und Religion zu einem einzigen Atemzug verschmelzen. Abschließend lässt sich sagen, sie hinterlässt ein Lebenswerk von rund 200 Tusche- und Kohlezeichnungen, Illustrationen und Grafikblättern, die angesichts der Vernichtung vieler Gemälde heute umso kostbarer sind. Dabei ist die heutige Dokumentation ihres Lebenswerks wie die Zusammenfügung eines Puzzles, in dem leider noch viele Teile und Werke fehlen. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Rosi Lilienfeld gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.